Good morning, we are back. Guten Morgen, wir sind zurück. My mature friends, Meine reifen Freunde, following the impulses of the Spirit of God. die den Impulsen des Geistes Gottes folgen. Verse 15 says, and you did not receive the spirit of religious duty, Vers 15 sagt, und ihr habt nicht den Geist der religiösen Pflicht empfangen, leading you back into the fear of never being good enough. der euch in die Angst zurückführt, nie genug zu sein. You know, different versions express this differently. Verschiedene Versionen drücken dies unterschiedlich aus. But I know that one of the translations says you have not received the spirit of bondage. Ich weiß, dass eine Übersetzung sagt, ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen. But I like the thought here that we have not received the spirit of religious duty. Aber mir gefällt hier der Gedanke, dass wir nicht den Geist der religiösen Pflicht empfangen haben. Because that's exactly what bondage is. Denn das ist genau das, was Knechtschaft ist. You know, the spirit of religious duty leads nowhere where there is life. Der Geist der religiösen Pflicht führt nirgendwo hin, wo es Leben gibt. It puts us in this terrible prison of performance. Das bringt uns in dieses schreckliche Gefängnis der Leistung. Listen, my friend, Christian life is all about acceptance and not about performance. Hör zu, mein Freund, im christlichen Leben geht es um Annahme, nicht um Leistung. You never perform to be accepted by God. Du leistest nie, um von Gott angenommen zu werden. You've been accepted by God through the performance of Jesus. Du wurdest durch die Leistung von Jesus angenommen. So any performance in any Christian life Jede Leistung in einem christlichen Leben has to simply happen because we know we have been accepted. muss einfach geschehen, weil wir wissen, dass wir angenommen wurden. So now it is not a religious duty anymore. Nun ist es keine religiöse Pflicht mehr. Look, the Bible talks about dead works. Schau, die Bibel spricht über tote Werke. We must avoid them. Wir müssen diese vermeiden. But the Bible also says that we have been created for good works, which God prepared for us. Die Bibel sagt auch, dass wir zu guten Werken geschaffen wurden, die Gott zuvor bereitet hat. The exact same work that you do can be nothing but dead works or can actually be good works. Genau die gleichen Werke, die du tust, können gute oder tote Werke sein. What's the difference? Was ist der Unterschied? The motivation. Die Motivation. If what you do is a religious duty that you have to do so that God would finally accept you, Wenn das, was du tust, eine religiöse Pflicht ist, die du erfüllen musst, damit Gott dich endlich annimmt, you are doing the wrong thing in the wrong way. tust du das Falsche auf die falsche Weise. Look at the result. Schau das Resultat an. It is leading you back into the fear of never being good enough. Es führt dich zurück in die Angst, nie genug zu sein. Oh my goodness, I've seen so many people Meine Güte, ich habe so viele Leute gesehen, try to come for help. denen ich versuchte zu helfen, They have been burned out in what we call church. die in dem, was wir Gemeinde nennen, ausgebrannt sind. They have served and served and served, and in the end they're frustrated. Sie dienten und am Ende waren sie frustriert. And they're always afraid that they're not good enough. Und sie haben immer Angst, nicht gut genug zu sein. I haven't prayed enough. Ich habe nicht genug gebetet. I haven't fasted enough. Ich habe nicht genug gefastet. I haven't read the Bible enough. Ich habe die Bibel nicht genug gelesen. I didn't serve hard enough in the church. Ich habe nicht hart genug in der Gemeinde gedient. I didn't do this enough and that enough. Ich habe nicht genug dies getan. Ich habe nicht genug das getan. While many of those things are very good in themselves, Obwohl viele dieser Dinge an sich gut sind. they become religious duty if they're not motivated by the right thing. Sie werden zu religiösen Pflichten, wenn sie nicht durch das Richtige motiviert sind. Look what he continues. Schau, wie er weiterfährt. He says, we have not received the spirit of religious duty, leading you back into the fear of never being good enough. Er sagt, und ihr habt nicht den Geist der religiösen Pflicht empfangen, der euch in die Angst zurückführt, nicht gut genug zu sein. And then there is another one of the divine buts, Und dann folgt ein weiteres göttliches Aber, which I have begun to love so much. das ich so sehr zu lieben begann. But you have received the spirit of full acceptance. Aber ihr habt den Geist der vollen Annahme empfangen. Look, Schau, we have been accepted. That's why we love him. That's why we serve him. That's why we please him. wir wurden angenommen. Deswegen lieben wir ihn, deswegen dienen wir ihm,
deswegen erfreuen wir ihn. Anything you do to try to get any acceptance from God is religious duty. Alles, was du tust, um von Gott angenommen zu werden, ist religiöse Pflicht. And it will result in two things. Und das wird zu 2 Dingen führen. Fear Angst, and never feeling that you're good enough. und du wirst nie das Gefühl haben, gut genug zu sein. So we have to reject this mentality. Wir müssen diese Mentalität zurückweisen. Once we understand that we have full acceptance Wenn wir verstehen, dass wir ganz angenommen sind and we are now part of the family of God, und wir nun Teil der Familie Gottes sind, look how Paul continues. schau, wie Paulus weiterfährt. And you will never feel orphaned. Und du wirst dich nie verwaist fühlen. Guys, I've met so many Christians who live with an orphan spirit. Leute, ich habe so viele Christen getroffen, die mit einem Geist eines Waisen leben. They have everything in the family of God, but their mentality is an orphan mentality. In der Familie Gottes haben sie alles, aber sie haben eine Waisenmentalität. That is because they have chosen to live in religious duties. Weil sie beschlossen haben, in religiösen Pflichten zu leben. So reject it. Weise das zurück. Keep saying, thank you that I'm accepted. Thank you that I'm accepted. Sage immer wieder, danke, dass ich angenommen bin. Danke, dass ich angenommen bin. Convince your heart that you've been accepted through Christ. Überzeuge dein Herz, dass du durch Jesus Christus angenommen wurdest. Look, and then once you are sure that you've been accepted, independent from what you do, Wenn du sicher bist, dass du angenommen wurdest, unabhängig davon, was du tust, what's going to happen? was wird geschehen? You will never again feel orphaned. Du wirst dich nie wieder als Waise fühlen. Because He, the Holy Spirit Himself, rises up within us. Denn der Heilige Geist selber erhebt sich in uns And our spirit joined with Him, and we say, Beloved Father, which means Abba, Father. und unser Geist verbindet sich mit ihm und wir sagen, geliebter Vater, was Abba Vater bedeutet. Do you know what's very interesting? Weißt du, was sehr interessant ist? The word Abba is not a Greek word, even though we have the original manuscript in Greek. Das Wort Abba ist kein griechisches Wort, auch wenn wir das Originalmanuskript auf Griechisch haben. Because it's actually an Aramaic word. Es ist eigentlich ein aramäisches Wort. And the Aramaic word Abba, Und das aramäische Wort Abba it is used to say father, but it's a much more tender and gentle application. wird gebraucht, um Vater zu sagen, aber es hat eine viel zartere und sanftere Anwendung. You know, it's the word that expresses this tender, caring relationship between a child and the father. Es ist dieses Wort, das die zärtliche, liebevolle Beziehung zwischen einem Kind und seinem Vater beschreibt. That's why the pastor said, and the Spirit joins us in saying the words of tender affection. Die Passion sagt, unser Geist sagt gemeinsam mit ihm die Worte der zärtlichen Zuneigung. So look at this. Schau das an. Your father Dein Vater has tender affection for you. hat zärtliche Zuneigung für dich. And your spirit knows that. Und dein Geist weiß es. But if your heart is a heart of religious duty, Wenn dein Herz ein Herz der religiösen Pflicht ist, the truth of your spirit, together with the Spirit of God that lives in you, die Wahrheit deines Geistes zusammen mit dem Geist Gottes, der in dir lebt, that you have a loving Father who tenderly cares for you, dass du einen liebenden Vater hast, der sich zärtlich um dich kümmert, this truth will never arrive in your heart. diese Wahrheit wird niemals in deinem Herzen ankommen. So you have to fix your heart. Du musst dein Herz in Ordnung bringen. You have to reject any religious approach towards God. Du musst jeden religiösen Ansatz gegenüber Gott ablehnen. You have to keep declaring of yourself, I'm accepted and it has nothing to do with my performance. Du musst immer wieder über dich selbst aussprechen, ich bin angenommen und das hat nichts mit meiner Leistung zu tun. And then you will experience this tender, caring love of your daddy. Und dann wirst du diese zärtliche, fürsorgliche Liebe deines Papas erfahren. I'll see you tomorrow. Bis morgen.